Vor kurzem habe ich überlegt, eigentlich bräuchte man so eine Powerbank, denn ich bin momentan sehr viel unterwegs mit Kameratechnik, Akkus, Drohne und so weiter und so fort. Und irgendwann braucht man, wenn man auch mal tagelang weg ist, vielleicht so ein kleines Gerät, was die Akkus komplett auflädt, wo man nicht immer im Hotel an die Steckdosen ran muss, wo man einfach dann vor Ort das Gerät aufstellt und alles ranhängt. Und wie es der Zufall will, eine Woche nach der Überlegung bekam ich eine E-Mail von einer Firma, die mir genau das Gerät zum Testen zur Verfügung stellen wollte. Und eine Woche später war es dann auch schon in der Post und es geht ganz einfach um dieses Gerät. Das ist die Allpowers S300 Powerbank und dann habe ich mir überlegt, guck bei Amazon rein und sage 200 Euro. Ist das was? Also taugt das Ganze was für das Geld? Und genau das finden wir jetzt in meinem Video raus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Kurz noch als Disclaimer, die Firma Allpowers hat mir dieses Gerät zur Verfügung gestellt. Ich mache natürlich meine Tests so, wie ich es für richtig halte. Es gibt meine eigene Meinung, da wird nicht dazwischen geredet und das wollte ich euch nochmal ganz kurz erklären. Lange Rede, kurzer Sinn, wir gucken uns erstmal gemeinsam an, was hier in dem Karton drin ist. Auf der Verpackung sehen wir erstmal nichts Besonderes. Hier ist das Gerät seitlich und hinten gibt es nichts. Und hier hinten gibt es nochmal alle Angaben direkt mit den Anschlüssen und allen möglichen Variationen, was dieses Gerät dir bietet. Dann machen wir mal die Kiste auf und schauen uns mal direkt an, was hier drin ist. Als erstes gibt es eine Tasche und in der Tasche ist dann das Netzladekabel zum Aufladen des Gerätes. Mehr ist nicht drin in dieser Tasche, kein Kfz-Kabel oder andere Dinge. Es ist wie gesagt nur ein Netzkabel vorhanden. Dann gibt es wiederum die Bedienungsanleitung, die ist auch sehr gut hier verpackt und ja, ein paar Kringels. Hier schauen wir uns jetzt mal direkt das Gerät an und holen das natürlich mal raus. So. Zack. Finde ich auch ganz gut, dass es hier in so einer Box verpackt ist. Die kannst du dann wieder verwenden. Das heißt, du kannst dann dein Gerät schützend transportieren. Also gar nicht mal so schlecht. Das kann dann auch mal im Kofferraum liegen oder irgendwelche anderen Dinge können da rankommen. Und deine Powerbank zerkratzt dir nicht so einfach. Gar nicht mal so schlecht. So, gut. Wie gesagt, der Lieferumfang besteht aus 3 Teilen. Das ist einmal die Powerbank an sich, dann die Bedienungsanleitung und die Tasche mit dem enthaltenen Ladekabel. Vorab nochmal, das muss ich nochmal lobend erwähnen, die Bedienungsanleitung ist auf Deutsch und das ist selten bei den Herstellern. Du hast hier wirklich auf verschiedenen Seiten richtig schöne grafische Erklärungen, wo du was findest, wie du was anschließen kannst und was du beachten musst. Das ist wirklich eine gute Leistung und dass das auf Deutsch ist, das ist auch hervorragend. Dann schauen wir uns natürlich die ganze Geschichte mal aus der Nähe an. Knapp 3,5 Kilo wiegt das ganze Gerät, was wirklich ein richtig gutes Leichtgewicht ist. Du kriegst das überall hin transportiert und es wird selbst über längere Strecken nicht schwer in der Hand. Hier oben gibt es dann mit einem Gummi abgedichtet einen Griff, wo du sozusagen alles festhalten kannst. Gleichzeitig ist das natürlich super, weil dieser Griff klappert nicht, deswegen ist er auch mit dem Gummi abgedichtet und gleichzeitig kannst du dann hier oben erstmal dein Telefon auflegen mit Wireless Charging. Ist hier möglich bei der ganzen Geschichte, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste sind hier vorne die beiden 220 Volt Steckdosen, die auch vernünftig funktionieren. Gleichzeitig kommt das ganze Gerät mit 288 Wattstunden. Bis zu 300 Watt Dauerbetrieb ist hier gewährleistet und bis zu 500 Watt Peak. Das ist, wie gesagt, jetzt nicht die Möglichkeit, einen Föhn anzuschließen bzw. einen Wasserkocher oder andere große Geräte, die dann sozusagen ab 1000 Watt losgehen. Dafür ist das Gerät nicht gedacht. Das ist wirklich eine mega Powerbank mit verschiedenen Anschlüssen, die wir natürlich auch seitlich finden. Denn wenn du jetzt mal genau hinschaust, hast du hier einen USB-C-Anschluss. Dieser Anschluss ist in sowie als auch out. Das heißt, über USB-C kannst du die ganze Powerbank dann auch direkt laden, geht aber noch mit DC-In, ist auf der anderen Seite, zeige ich gleich. Des Weiteren haben wir dann hier auch noch 3 USB-A-Anschlüsse und halt DC-In.
Das finde ich ganz gut. Das ist sozusagen der Ausgang und hier auf der anderen Seite ist dann der Eingang. Das heißt, mit diesen verschiedenen Anschlüssen kannst du dann deine Powerbank laden. Das geht zum ersten hier über den Zigarettenanschluss. Ganz normal im Pkw, wird eine Weile dauern, aber ist wie gesagt auch möglich. Hier neben findest du dann auch nochmal die Möglichkeit, über ein Solarpanel zu laden. Das ist auch eine unwahrscheinlich coole Geschichte. Gibt es auch mit dazu. Zu den Preisen komme ich dann nochmal später. Also du kannst hier sozusagen nochmal ein Solarpanel zum Laden anschließen und hier durch das mitgelieferte Netzkabel kannst du dann ganz einfach zu Hause oder im Hotel per Steckdose laden. Auf der hinteren Seite finden wir nichts. Hier vorne gibt es dann noch eine ganze Menge mehr zu sehen. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist im Auto und eine Panne hast, beziehungsweise jetzt auch im Campingplatz dich mal bewegen möchte, gibt es ganz kurz mal ein paar freundliche Lichter, die auch relativ hell sind, wo man dann auch sagen kann, Jungs, Mädels, also hier kann man noch vom Licht her gut was bewegen. Im vorderen Bereich siehst du dann auch nochmal hier diesen Display, den erklären wir gleich, und verschiedene Tasten, die natürlich auch verschiedene Funktionen haben. Als erstes hier vorne siehst du die Taste, wo du dann mal das Display aktivieren kannst, wenn alles im Ruhezustand ist, und gleichzeitig ist das natürlich auch die Aktivierungstaste für Bluetooth. Du kannst später dann dieses Gerät auch noch per Bluetooth über deine App steuern, da kommen wir gleich nochmal zu. Mit diesem Schalter aktivierst du hier deinen DC-Ladeausgang, einfach nur kurz drücken. Und dann ist sozusagen alles freigeschaltet, was die Ein- und Ausgänge am Zigarettenanzünder im Auto und auch kabelloses Laden betrifft. Und der dritte Schalter im Bunde, der ist dafür da, dass du hier oben die Wechselstrom-Steckdosen aktivierst. Und du merkst es jetzt schon, es schaltet sich ein Lüfter dazu und damit sind sozusagen hier diese Steckdosen im oberen Bereich aktiviert und du kannst sie nutzen und gleichzeitig wieder 3 Sekunden drücken. Und dann sind diese wieder deaktiviert und der Lüfter, der hier verbaut ist, der geht auch wieder aus. Schauen wir uns das Display nochmal genauer an. Hier oben gibt es erstmal die Bluetooth-Kontrollanzeige und gleichzeitig darunter finden wir dann nochmal die Kühlerlüftung. Das heißt, hier wird gekühlt ab 55 Grad und wenn die ganze Gerätschaft dann wieder unter 50 Grad runtergekühlt ist, dann geht die Kühlerlüftungsanzeige auch wieder aus. Dann schauen wir uns nochmal direkt die Anzeige hier in der Mitte an und diese ist natürlich dafür da, um die verbleibende Zeit anzuzeigen, aber die ist natürlich sehr sprunghaft. Das kommt darauf an, wie viele Geräte du hier dran hast. Da kann es natürlich passieren, dass hier die Entladezeit sehr schwankt. Hier in der Mitte, das ist unschwer zu erkennen, siehst du natürlich dann deine Akkustärke, wie viel Power hast du noch, wenn du das Gerät jetzt mitnimmst. An der Seite dann die Anzeige, wie viel Watt gerade gezogen werden. Das heißt praktisch, wenn du mehrere Geräte dran hast, dann zeigt dir diese Anzeige, wie viel Watt im Moment verbraucht werden. Ich habe es ja schon eingehend gesagt, hier kann natürlich noch ein Solarpanel angeschlossen werden und es gibt von der Firma Allpowers verschiedene Panels. Zum einen ein 60 Watt Solarpanel, das kriegst du jetzt so rund um die 80 Euro und dann gibt es nochmal ein teureres 100 Watt Panel. Das ist natürlich ein bisschen teurer und schwankt auch bei den Preisen. Alle verschiedenen Panels sowie die Komplettangebote, die habe ich euch nochmal direkt hier in meiner Videobeschreibung verlinkt. Das, was ich schön finde, ich muss keine LKW-Ladung hinter mir hinterherziehen, das heißt praktisch eine Powerbank in Form eines riesengroßen Koffers, die natürlich länger hält, die natürlich teurer ist, die natürlich mehr wert ist, das ist richtig so, aber für mich ist doch nur wichtig, bekomme ich meine Akkus gleichzeitig geladen von der Drohne, vom Licht, teilweise von der Kamera, vom MacBook, gleichzeitig auch vom iPad oder vom Telefon. Das ist für mich wichtig und dieses kleine Ding soll das schaffen und das probieren wir jetzt mal aus. Kommen wir mal zum Belastungstest und ihr hört schon, die ist jetzt etwas lauter. Hier ist der Lüfter für die Steckdosen quasi aktiv, weil ich die jetzt sozusagen aktiviert habe, weil ich jetzt mal herausfinden möchte, ob ich hier wirklich mit diesem Gerät alles gleichzeitig laden kann, was ich sozusagen am Tag meistens im Einsatz habe. Und dann geht es natürlich los mit den Drohnenakkus und die Drohnenakkus, sie sind meistens immer als erstes leer. Schauen wir mal, wie die sich sozusagen verhalten. Sie werden geladen, das sieht man hier schon. Dann holen wir uns nochmal die GoPro-Akkus dazu und sehen, ob die ebenfalls gleichzeitig laden. Und man sieht es hier an den roten Leuchten, die laden natürlich auch gleichzeitig mit den Drohnenakkus. Das Smartphone ist ebenfalls immer alle am Ende des Tages, kann hier oben per Wireless Charging geladen werden, funktioniert auch. Dann geht es natürlich noch weiter. Ich habe dann immer noch die Sony NP-F Akkus mit dabei und die müssen natürlich auch immer viel laden.
für Licht und für andere Geschichten, Monitore und. Jetzt gucken wir uns gleich mal an, ob das auch hier sozusagen von dem Gerät übernommen wird und man sieht, es lädt ebenfalls. Das ist dann sozusagen jetzt Gerät Nummer 4 und natürlich das iPad oder das Laptop, in meinem Fall jetzt erstmal das iPad. Das ist natürlich auch immer mit dabei und soll auch geladen werden. Und jetzt schauen wir mal, ob da das hier über den USB-C-Anschluss tut. Und wir sehen, es wird ebenfalls geladen. Mehr fällt mir im Moment eigentlich nicht ein. Das ist so mein Workflow, den ich meistens so habe. Also iPad, Drohnenakkus, NPF-Akkus und die GoPro-Akkus sowie das Smartphone werden alle gleichzeitig geladen, was für mich bedeutet, dass es wirklich eine Geschichte, die funktioniert und für mich optimal ist. Also schon mal Daumen hoch. Du kannst hier wirklich verschiedene Geräte richtig schön aufladen abends. Und gleichzeitig an dieser Anzeige siehst du natürlich, wie viel Watt jetzt gerade geladen werden, beziehungsweise was er sozusagen gerade zieht. Und natürlich auch den Akkustand und andere Dinge kannst du von der Geschichte noch ablesen. Finde ich schon mal gut. Jetzt kommen wir natürlich noch zur nächsten interessanten Geschichte, die ich auch unwahrscheinlich gut finde, denn du kannst das Gerät noch mit dem Smartphone verbinden. Das heißt praktisch hier per Bluetooth direkt eine Möglichkeit finden, dein Gerät zu steuern. Dann brauchst du nicht immer diese vorderen Tasten hier aktivieren. Das geht über das Smartphone eigentlich relativ easy. Du musst natürlich aufpassen, dass hier vorne dein Bluetooth aktiviert ist. Dann lädst du dir die All Powers App runter, gehst die verschiedenen Schritte durch, die sozusagen zur Erkennung deines Gerätes wichtig sind, drückst dir einfach auf die APS 300 und siehst hier alles, was du brauchst. Akkukapazität ist momentan bei 92% beziehungsweise 91 Stunden und 51 Minuten oder 3 Tage und 19 Stunden. Auch worauf das nun basiert, das kann man sich selbst zusammenstellen. Wenn man hier verschiedene Sachen ranhängt, wird das natürlich automatisch immer weniger. Dann kannst du hier AC, die Steckdosen direkt aktivieren über Bluetooth von der App. Du hörst das schon, der Lüfter, der geht dann wieder und natürlich auch wieder ausschalten. Und du kannst USB und den 12 Volt Anschluss hier über DC auch nochmal direkt aktivieren oder deaktivieren und gleichzeitig dann nochmal die LED-Lichter hier gemeinsam anmachen. Finde ich eine gute Lösung. Mehr braucht es auch nicht für eine App, als dass du wirklich die ganzen Tasten hier vorne nicht drücken musst, sondern einfach nur direkt vom Smartphone aus bedienen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du hier in verschiedene Einstellungen gehen kannst. Das ist dann nochmal dein Konto oder andere Geschichten, was du für Geräte hast. Das ist natürlich auch noch für andere verschiedene All-Powers-Geräte hier gemacht. Und du kannst dich hier einloggen mit Google, Facebook, allen möglichen Geschichten. Geht relativ schnell die Installation. Bei mir hat es jetzt ungefähr, naja, ich sag mal so 5 Minuten, maximal 5 Minuten gedauert mit Downloaden. Was kann ich als Fazit sagen zur AllPower S300? Ich kann sagen, es ist eine gute Geschichte, wenn du jetzt nicht viel Geld ausgeben möchtest für eine riesige Powerbank und eine Powerbank brauchst, genau wie ich, für deine Akkus, für ein bisschen Licht und für unterwegs 1 bis 2 Tage mal durchzuhalten. Das kannst du natürlich auch auf den Campingplatz mitnehmen. Das ist gar kein Problem. Hier durch das Licht und gleichzeitig die Stromversorgung bist du natürlich, wenn du jetzt mit deinem Zelt unterwegs bist oder auch mit dem Fahrrad, hier optimal versorgt, weil das ist nicht schwer, das Gerät, 3,5 Kilo, so im Durchschnitt. Das kann man auch mal in die Seitentasche vom Fahrrad bzw. in den Rucksack reinmachen und hat hier optimal Strom. Also für wen ist es geeignet? Für viele Kreative, die wirklich ihr ganzes Zeug hierüber laden möchten. Laptop, Telefon, iPad, Kameras, Licht, Akkus, alles ist möglich und wir haben es ja auch gesehen gleichzeitig. Des Weiteren natürlich ein Preis-Leistungs-Verhältnis, was hier wirklich stimmt. Du bezahlst hier für dieses Gerät einzeln 200 Euro und je nachdem, wie groß dein Solarpanel ist, was du dazu kaufen kannst, nochmal 100 bis 200 Euro mehr, was eine gute Geschichte ist. Ich habe das jetzt sozusagen nicht bekommen vom Hersteller, das Solarpanel, aber man kann es sich dann sozusagen im Set kaufen oder gleichzeitig natürlich auch noch dazu kaufen. Alle Links sind direkt in meiner Videobeschreibung hier direkt enthalten. Ich kann nur sagen, das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 200 Euro hast du hier wirklich eine ganze Menge Power. So vom Durchschnitt her, wenn man jetzt überlegt, man kann sein MacBook Pro 16 Zoll circa 3 bis 5 Mal aufladen mit einer vollen Akkuladung und gleichzeitig unterwegs mit den Akkus und mit meinen verschiedenen Geräten hatte ich so einmal komplett die Ladung voll, was sozusagen alle Akkus betrifft und hier mein Smartphone, mein iPad und alle anderen Geschichten. Das ist sozusagen einmal komplett voll geladen. Dann ist aber immer noch ein bisschen Reservepower da. Du kannst dann immer noch ein bisschen was nachladen und das reicht definitiv für ein Filmwochenende bzw. für einen Wochenend-Campingausflug mit dem Zelt oder mit dem Auto, je nachdem
nachdem, wie du das machen möchtest. Dafür ist das Ding gedacht, nicht für mehr, aber auch nicht für weniger. Es hält durch, es hat eine Bluetooth-Steuerung, was ich sehr gut finde, übers Handy und es ist klein, kompakt, noch mit einer Schutzhülle dazu geliefert, dass du hier sozusagen das auch vernünftig einpacken kannst. Ideale Lösung, was will man mehr erwarten für 200 Euro? Da gibt es kaum Konkurrenz, die das verlässlicher macht. Des Weiteren ist die Bedienungsanleitung dann nochmal auf Deutsch ordentlich lesbar und sie erklärt dir wirklich alle Funktionen. Ich kann nur sagen, mein Test hat hier die Allpowers S300 mit Bravour bestanden. Ich bin froh, darf das Gerät auch behalten, werde es in Zukunft nutzen. Ihr werdet natürlich noch weitere Videos hier über das Gerät sehen, wenn ihr meinen Kanal abonniert bzw. das Video auch liked. Ich danke euch dafür, wünsche euch eine entspannte Zeit und damit tschüss, bye bye und winke winke, sehr gern bis zum nächsten Video.